Herzlich willkommen hier im Panto Art Atelier und Galerie. Mein Name ist Panto Trifkovic, ich bin Künstler und Inhaber der Galerie Panto Art. Ich freue mich sehr, Sie wieder begrüßen zu dürfen, weil es heute wieder heißt 5 Minuten mit. Und mein heutiger Gast, den ich Ihnen sehr gerne vorstellen möchte, ist die Künstlerin Antonella Quacchia. Antonella Quacchia hat im Vorfeld 5 meiner Fragen zugesendet bekommen, mit der Bitte, sich was zu überlegen und für das Interview dann vorbereitet zu sein. Sie wäre sehr gerne gekommen, leider musste sie aus privaten Gründen den Termin absagen. Nichtsdestotrotz hat sie jedenfalls die Fragen beantwortet und sie mir in Form eines Videos zugesendet. Ihre Antworten möchte ich Ihnen gerne präsentieren. Und die erste Frage, die ich ihr gestellt habe, ist eigentlich ein Assoziationsspiel. Und ich habe sie gebeten, bitte sei so nett und beschreibe mir deine Kunst in 5 Wörtern. Oder deine Art, Kunst zu machen. Und ja, Ihre Antwort kommt gleich. I think my art is best described by color, energy, curiosity, imagination, vibration. Ja, diese Antworten kann ich also definitiv zustimmen. Wenn man ihre Bilder anschaut, dann stellt man gleich fest, dass sie eine wirklich unglaubliche Ausstrahlung haben und das, was sie halt so irgendwie vermitteln möchte. Ich komme gleich zur nächsten Frage und zwar möchte ich gerne wissen, liebe Antonella, was inspiriert dich denn, beziehungsweise was motiviert dich denn überhaupt, Kunst zu machen? Und ihre Antwort kommt jetzt. My art is really talking about me, who I am, and it is my way to connect with people. I feel my paintings are a connector between myself and the public. In this connection, I can exchange emotions, energy, and vibration. Connection is what really drives me to make art. I was almost 4 years old when I was taken away from my original family in Italy, brought to Brazil, and then adopted into a new family. I think in order to cope emotionally with the absence of my parents, my sister, and my known environment, I developed a rich inner world filled with imagination and fueled by curiosity. Painting allows me to express my inner world, my emotions, much more than I could ever do with words. Emotions are universal, and it is through sharing emotions that the connection is kept alive. I take inspiration by nature, by movement, by sound, by color, by food, with lots of curiosity for anything that is happening around me. Das ist wirklich eine Geschichte, die tatsächlich viel Material, viel Stoff bietet, um sich künstlerisch auszutoben. Und da kann man sicherlich noch ganz vieles also irgendwie von dir erwarten. Aber was mich jetzt also zu der nächsten Frage eigentlich führt, ist, wie präsentierst du deine Kunst der Öffentlichkeit? Wie kommt man dazu, deine Kunst zu sehen? Bitte erzähl uns doch was dazu. Well, the favorite means of showcasing my art is by exhibiting in a gallery, as I had the opportunity to do several times in Panto Art Gallery. At the moment, through these pandemic times, my art is mostly showcased through online media, but I would rather prefer the direct contact with the public. And in the middle of June, I participated to a group exhibition in an art gallery in Milano and really appreciated the opportunity to connect and communicate directly with the public, doing an in-person vernissage. Of course, I also make my art visible
through social media channels like Instagram and Facebook, and via my own website called antonforart.com. Mailand. Milano, was soll man dazu sagen? Wunderschön, wunderschön. Ja, und die Mailand oder Italien ist nicht nur dafür bekannt, für das Modezentrum der Welt zu sein, sondern auch ganz viele bekannte Leute, ganz viele Maler, Malerinnen kommen aus Italien. Deshalb habe ich eine extra Frage, die ein bisschen speziell ist. Und wir haben ja schon von ein paar anderen Künstlerinnen in ihren Interviews schon mitbekommen, verschiedene Möglichkeiten gäbe es da. Deshalb frage ich auch dich, liebe Antonella, wenn du die Möglichkeiten hättest, welches Kunstwerk würdest du gerne besitzen und warum? Das ist eine knifflige Frage. Bitte um deine Antwort. I would love to own the painting Autumn Evening by Emil Nolde, which I had the pleasure to see in Madrid. This painting exudes such an energy and vibration. I'm fascinated by the importance that Nolde attached to color and how he infuses colors with symbolic and emotional connotations. Nolde is an example and a constant inspiration for me. Nun, schön langsam nähern wir uns dem Ende. Und die letzte Frage, die kommt gleich. Was kann man von dir demnächst erwarten? Was bringt die Zukunft? Wie sieht es aus, liebe Antonella? Was tut sich bei dir in der nächsten Zeit? Wir sind schon ganz neugierig. Bitte erzähl uns was. I am looking forward to expand my personal art vocabulary and to experiment further with abstract expression. Abstract painting is a language that allows me to transcend the limitations of form and matter. I feel total freedom to combine colors, shapes, a variety of materials and different techniques to express the energy and the passion that is inside of me. I thank Panto for this opportunity to talk to you and thank you all for your kind attention. Ich danke dir, liebe Antonella, für deine wunderbaren Antworten und die Bereitschaft, bei meinem Interview mitzumachen. Ich freue mich sehr auf weitere Zusammenarbeit mit dir und wünsche dir alles, alles Gute. Und auch von Ihnen verabschiede ich mich mit dem Hinweis, bleiben Sie dran, weitere Videos kommen. Und dann heißt es wieder, 5 Minuten mit. Auf Wiedersehen.